Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir ein Video zu diesem kleinen Objektiv hier. Das hier ist das neue Sigma 15 mm 1.4 DC Contemporary. Das bekommt ihr für den Canon RF Mount, für den Sony E Mount und für den Fuji X Mount. Und wie ihr es vielleicht erkannt habt, ich habe es hier an dem Canon RF Mount, an der Canon R50V, und habe das Ganze mal für euch getestet. Es ist also ein APS-C Objektiv, das heißt, es ist schon mal ziemlich klein, bietet mit 15 mm dann umgerechnet ein Äquivalent von 22 bis 24 mm. Am Canon RF Mount habt ihr die 24 mm, welche durch den 1,6-fachen Crop-Faktor kommen. Das Objektiv ist sehr klein. Es hat einen Durchmesser von, ich glaube, 63 oder 64 mm und die Länge beträgt genauso 63, 64 mm. Am E-Mount ist es, glaube ich, am leichtesten mit 220 Gramm, am RF-Mount mit 240 Gramm, aber auch nur 20 Gramm schwerer. Ansonsten seht ihr das ja hier, es ist wirklich sehr kompakt. Es hat eine Filtergewinde von 58 mm, kommt in der RF-Version mit einem Steuerungsring. Am E-Mount und am X-Mount ist das Ganze ein Blendenring. Ihr könnt den hier bei Canon also frei belegen. Das Ganze ist auch noch Staub- und Spritzwasser geschützt, was es natürlich dann zu einem guten Alltagsbegleiter macht, wo auch mal das Wetter nicht unbedingt eine Rolle spielen muss. Außer dem Steuerungsring bietet es euch dann auch noch einen Fokusring. Das war es dann aber auch schon. Also mehr habt ihr hier dann auch nicht zur Verfügung. Es gibt keinen Umschalter für AF, MF oder sowas, was mir ein bisschen wehtut, denn ich habe eigentlich gern so einen Schalter, dass ich da einfach mal schnell durchschalten kann. Zurück im Studio am Laptop schauen wir uns jetzt mal die Bildqualität an. Beginnen wir mit der Schärfe, und da muss ich sagen, erstmal, ihr müsst euch natürlich im Hinterkopf behalten, es ist ein Contemporary Objektiv und kein Art Objektiv. Beim Art Objektiv, da würde ich wirklich das Maximum, was möglich ist, erwarten. Contemporary, preislich interessant, ist es hier natürlich ein bisschen anders, aber natürlich, wir wollen die Latte nicht zu tief setzen. Wir haben natürlich auch ein paar Erwartungen, und da muss ich sagen, die werden schon erfüllt. Ihr habt in der Mitte wirklich eine sehr gute Schärfe. Klar, soweit man das mit den 24 Megapixeln an der R50V eben bewerten kann, aber da sieht es schon wirklich sehr gut aus, auch schon bei Offenblende. Blendet ihr ab, wird es noch ein Tick schärfer. Im Außenbereich, da ist es meiner Meinung nach so, da könnte ein bisschen mehr Schärfe sein. Es wird ein bisschen weicher, wird das Ganze abgeblendet, dann habt ihr auch hier etwas mehr Schärfe drin. Bei der Offenblende, auch in der Mitte übers gesamte Bild, da ist der Kontrast ein bisschen ärmer, will ich es mal nennen. Wenn ihr da ein bisschen abblendet, bekommt ihr ins Bild noch ein bisschen mehr Kontrast rein. Und ja, wie gesagt, im Außenbereich, meiner Meinung nach, man kann damit arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass der Außenbereich komplett irgendwie Software und man da gar nichts erkennt oder sowas. Also so ist es auch nicht. Es ist nur einfach so, blendet ihr ein bisschen ab, dann bekommt ihr auch dort noch ordentlich Schärfe rein. Die Blende 1.4 hat natürlich den Vorteil, dass ihr auch in dunkleren Situationen einfach die Verschlusszeit kurz halten könnt. Viele Leute sagen, sie brauchen keine 1.4er oder eine offene Blende. Es ist halt eben so, wenn es mal dunkel wird, hat man dadurch eben viele Vorteile. Das Objektiv hat auch kein Bildstabi, die R50V hat auch kein Bildstabi. Das heißt, man muss ja einfach ein bisschen schauen, dass man die Verschlusszeiten halt relativ kurz hält. 9 Blendenlamellen sorgen dann dafür, dass ihr ein meiner Meinung nach schönes Bokeh bekommt, soweit man natürlich ein Bokeh am APS-C-Sensor mit 15 mm Brennweite rausbekommt. Wenn ihr etwas näher an eurem Motiv seid, dann bekommt ihr auch eine schöne Hintergrundunschärfe hin. Es ist auch ein schöner Schärfeverlauf, also das geht schön in die Unschärfe nach vorne und natürlich auch nach hinten. Ihr habt keine nervigen Verwirbelungen im Bokeh. Es ist meiner Meinung nach einfach schön cremig. Natürlich cremig, soweit wie man es halt eben nennen kann an einem 15 mm 1.4 am APS-C. Ihr müsst mit den 15 mm eben sehr nah ans Motiv hingehen, damit ihr da eine Unschärfe reinkriegt. Sobald ihr da ein bisschen weiter weg seid, klar, ihr habt noch so ein bisschen Unschärfe im Hintergrund, aber groß freistellen ist damit dann nicht mehr. Da solltet ihr also schon näher hingehen. Und wenn wir uns hier mal das Gegenlichtverhalten angucken, dann ist es meiner Meinung nach richtig, richtig gut. Also Ghosting und Flares waren in eigentlich allen meinen Bildern nicht wirklich ein Problem. Trotz strahlender Sonne, die wir jetzt endlich mal hatten, war das Ganze überhaupt gar kein Problem. Also da muss ich wirklich sagen, gerade Gegenlichtverhalten, Ghosting, Flares sind mit dem Objektiv einfach gar kein Thema. Wenn wir uns die chromatische Aberration angucken, dann ist
es hier schon deutlicher. Also da hat das Objektiv schon, ich möchte es mal nennen, ein Problem damit. Wir haben hier ein paar Beispielbilder, klar. Das Wasser ist wirklich Worst Case mit der grellen Sonne im Bild. Wir sind bei einer 8000stel Sekunde Verschlusszeit. Da geht auch nicht weniger mit der R50V. Da seht ihr schon, dass ihr da einen rosa Farbenmeer im Wasser bekommt. Da ist es also wirklich so, das Objektiv hat schon ein bisschen ein Problem mit der chromatischen Aberration. Es zeigt sich schon öfters mal, gerade wenn ihr eben eine sehr helle Quelle und eine hohe Kontrastkante bzw. einen hohen Kontrast eben an den Kanten habt. Es lässt sich zum Großteil gut korrigieren, aber eben auch nicht alles. Ihr werdet es ab und zu dann in den Bildern sehen. Bei den Lokas ist es so, die kommen in grün, blau, magenta, die sind vorhanden, aber meiner Meinung nach nicht mal so schlimm wie die normale chromatische Aberration. Also klar, ihr seht da ein bisschen was an der spiegelnden Oberfläche, aber das ist meiner Meinung nach lang nicht so schlimm. Im Video wird es übrigens relativ gut von der Canon korrigiert. Also wenn ihr hier mal das Video anguckt vom Wasser, da erkennt ihr nur sehr wenig davon. Dann kommt das Objektiv mit einem schnellen Fokusmotor. Also hier an der Canon hatte ich überhaupt gar keine Probleme mit dem Autofokus. Egal, ob das jetzt irgendwie eine auf mich zulaufende, rennende Katze war oder eben meine kleine Tochter, die schön am Rumspringen ist. Das Objektiv hat perfekt funktioniert. Das hat perfekt fokussiert. Ihr habt auch die vollen Bilder pro Sekunde hier an der Kamera, also da wird auch nichts irgendwie eingegrenzt oder so. Das macht schon sehr viel Spaß damit. Die minimale Fokusdistanz liegt bei 17,7 cm. Das ist nichts Besonderes. Ihr kommt schon mal näher hin, aber es ist natürlich kein Makroobjektiv. Focus Breathing ist bei dem Objektiv leicht vorhanden. In meinen Situationen, wo ich die Kamera wirklich sehr viel für Video genutzt habe, war das aber kein Thema. Es ist nicht wirklich aufgefallen. Aber man muss natürlich schon dazu sagen, es ist ein bisschen auffälliger als jetzt Objektive, die da perfekt korrigiert sind. Es ist meiner Meinung nach auch so, das 15 mm 1.4 eignet sich wirklich sehr, sehr gut zum Vloggen an der R50V. Ihr habt da einen Blickwinkel, klar, 24 mm, das ist wirklich an der Grenze, also mehr dürfte es da auch nicht sein, 20 wären da vielleicht besser, aber es funktioniert sehr gut und es funktioniert auch mit dem E-Stabi und so weiter, dass ihr da ein bisschen Stabilität ins Video reinbekommt. Es ist klein und leicht, es lässt sich da wirklich sehr gut in der Hand halten, also gerade für Video ist es wirklich gut geeignet. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen von dem Objektiv. Einerseits in der Schärfe, das Bokeh, Autofokusmäßig und so weiter, liefert das wirklich ab. Da macht es eine tolle Leistung, vor allem für ein Contemporary-Objektiv für den Preis von 499 €. Ist es wirklich sehr, sehr gut. Andererseits bin ich da hin und her gerissen, weil eben die chromatische Aberration schon ein Thema ist. Wenn ihr jetzt jemand seid, der öfters mal mit hellen Lichtsituationen, mit der Sonne, mit der grellen Sonne im Bild fotografiert, dann kann das da in Kontrastsituationen eben schon ein Thema werden. Es lässt sich viel korrigieren, aber es ist eben vorhanden und das macht es mir ein bisschen schwieriger, das Objektiv zu bewerten. Jetzt ist es natürlich so, dann muss man auch ein bisschen differenzieren. Am RF-Mount, so wie hier, gibt es eigentlich keine Alternative. Ihr habt da einen Canon 16 mm 2.8, das ist eine ganz andere Klasse, auch in, ja, ich sag mal in der Lichtstärke, weil eben 1.4 dann doch deutlich lichtstärker ist. Am E-Mount und am X-Mount habt ihr 16 mm Konkurrenzobjektive, nenne ich es mal. Die schneiden da schon sehr gut ab und da muss man sich vielleicht mehr Gedanken drüber machen. Alles andere außer chromatischer Aberration macht das Objektiv wirklich gut. Da müsst ihr das so ein bisschen für euch festlegen, was euch da wichtig ist. Wie gesagt, am RF-Mount kann ich es eigentlich uneingeschränkt empfehlen. Man muss halt ein bisschen die chromatische Aberration beachten. Ab nächster Woche, 12.03., bekommt ihr das Objektiv bzw. könnt es vorbestellen zu einem Preis von 499 €. Ich verlinke euch das dann unten in der Beschreibung auch mal, da könnt ihr euch das Ganze mal noch genau anschauen. Und dann war es das jetzt auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es Fragen gibt, stellt die einfach in die Kommentare. Für Anregungen bin ich genauso da in den Kommentaren zu finden. Vergesst nicht, den Kanal für weitere Videos zu abonnieren. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.